Viele Besucher fragen uns immer, wie macht man eigentlich Blockbergungen, wie bekommt man diese riesigen Blöcke in das Museum und vor allem, wie trennt man die vom Boden? Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich das so vorstellen, man identifiziert einen Befund, man überlegt sich, wie viel von diesem Befund man im Museum braucht und im Labor braucht, um das Ganze dann auszugraben. Nehmen wir an, man hat ein Grab, das ist 2 Meter lang und vielleicht 1 Meter breit. Dann nimmt man natürlich etwas mehr drumherum und dann hat man einen Block von 2,50 Meter mal 1,50 Meter. Und dann weiß man nicht genau, wie tief das ist. Das schätzt man dann oder man macht vorher eine Bohrung und dann schätzt man die Tiefe ab und dann nimmt man die Tiefe des Blockes. Und jetzt kommt natürlich das Allerschwierigste. Wenn man den Block freigelegt hat, das macht man ganz einfach, indem man rundherum alles weggräbt und dann steht der Block sozusagen wie die Insel da. Dann muss man erst einmal den Block fixieren und dann aber vor allem vom Boden trennen, dass man ihn mit einem Kran wegheben und auf einen Laster legen kann, damit man ihn ins Museum bringen kann. Und dieses Trennen vom Unterboden ist natürlich das Schwierigste. Und das haben wir früher so gemacht, dass wir einfach Blechplatten drunter geschoben haben mit Gewalt, mit Pressen oder Ähnlichem. Das führte aber häufig dazu, dass diese Blöcke auseinanderrissen und beschädigt wurden. Da es sich um wertvolle Funde handelt, will man das natürlich nicht machen. Und so kamen wir vor vielen Jahren auf die Technik, das Ganze mit Bohrungen zu machen, und zwar indem man Rohre dort drunter bohrt und schiebt. Und da haben wir diese dicken Rohre, die wir dann untereinander verschweißen. Auf der Seite gibt es T-Träger. Und diese Stahlrohre werden dann sozusagen mit einem Stahlrahmen versehen. Und in diesem Stahlrahmen sitzt dann der eigentliche Block, bei dem es sich um einen Holzkasten handelt. Das Ganze hat nur einen Nachteil. Man kann diese Blöcke nicht mehr röntgen, weil natürlich diese massive Stahlkonstruktion davon ablenkt. Aber man kann diese Blöcke sicher überall hinschaffen. Man muss aber dafür sorgen, dass innen das Sediment nicht verrutscht. Und das macht man ganz einfach, indem man innen das Ganze mit Bauschaum ausfüllt. Das kann man leicht machen, da man vorher den Block mit einer Frischhaltefolie gesichert hat, einer technischen Frischhaltefolie, nicht einer Küchenfrischhaltefolie, sodass man dann am Sediment oder an den Knochen nichts beschädigt. Und wenn man dann etwa eine Bestattung hat, die man schon teilweise freigelegt hat, dann macht man eine Abdeckung aus Kunststoff drüber, die sozusagen die Bestattung schützt, sichert das ebenfalls mit Bauschaum und deckt das ab, macht dann einen Deckel drauf und dann kommt das Ganze ins Museum beziehungsweise ins Labor, kann dort eine Zeit lang gelagert werden und kann dann, wenn man Zeit hat, unter idealen Laborbedingungen wie hier ausgegraben werden. Dieser Block von Bad Dürnberg ist nicht besonders groß, aber man sieht es technisch sehr, sehr gut an ihm, wie man das Ganze macht. Wir haben bislang Blöcke bis zu 50, 60 Tonnen bewegt und im Grunde hängt das Ganze nur an der Logistik von Straßen und Lastwagen. Wir haben auch schon eigene Wege ins Feld gebaut, etwa bei der großen Blockbergung von Lützen, wo wir das Massengrab geborgen haben, um überhaupt die Zufahrt der großen Baumaschinen zu ermöglichen. Aber das ist heute alles technischer Standard bei Baumaßnahmen. All das machen wir, dass wir diese tollen Dinge entweder im Museum sehen können, indem wir sie präparieren, oder aber, dass wir die allerwichtigsten Funde unter optimalen Laborbedingungen ausgraben, sodass wir für sie die gesamten Informationen gewinnen können und damit die Wissenschaft hier alle Methoden auffahren kann, die es momentan gibt, weil eben der Befund so wichtig ist. Das ist hier bei der Schamanin von Bad Dürnberg zweifelsfrei der Fall. Wir müssen hier in unserer Verantwortung für dieses herausragende Kulturgut, ich hätte beinahe gesagt fast Welterbe, denn so wichtig ist es, das Beste tun, was wir können. Und das geschieht momentan auch. Da kann man sich ganz sicher sein. Und ich denke, nirgends oder selten ist Arbeitskraft besser angelegt als bei solch einem Befund.